Wochenende geht's gegen Leipzig. Ömer und Nobby stimmen euch auf die Partie ein. Viel Spaß beim Feiertagsmagazin. Topspiel. Borussia empfängt den Tabellenvierten aus Leipzig. Top-Start. BVB will besten Auftakt der Vereinsgeschichte weiter ausbauen. Und Toprak, unser Innenverteidiger, zu Gast im Feiertagsmagazin. Hallo und herzlich willkommen bei BVB Total und unserem Feiertagsmagazin. Morgen geht es gegen Leipzig. Es ist ein Abendspiel, ein Flutlichtspiel, ein absolutes Topspiel, das den Namen auch verdient hat. Denn wir müssen zum ersten Mal gegen einen der Top 4 antreten. Wir alle freuen uns natürlich auf die Partie und morgen können unsere Jungs mal zeigen, was sie so wirklich drauf haben. Am Samstag wartet die erste Reifeprüfung in der Liga. Das Duell gegen Leipzig. Ein echtes Topspiel. In der Meisterschaft zeigt sich Schwarz-Gelb bisher furios. Vor allem zu Hause. 3 Spiele, 3 Siege, jede Menge Tore. Eine perfekte Bilanz. Auch der letzte Vergleich mit Leipzig gewonnen. Gute Vorzeichen für ein weiteres Fußballfest und für eine erfolgreiche Reifeprüfung. Ja, über das Spiel gegen Leipzig und vieles mehr möchte ich mich mit meinem heutigen Gast unterhalten. Ich freue mich, dass er zum ersten Mal hier bei mir ist auf der Couch, Ömer Toprak. Ömer, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wie geht's dir? Du warst mit der türkischen Nationalmannschaft unterwegs. War die Enttäuschung über die verpasste WM-Quali oder hast du die schon verdaut? Ja, klar. Ich meine, wir sind natürlich wirklich sehr enttäuscht, dass wir die Weltmeisterschaft verpasst haben. Aber ich glaube, das realisiert man dann erst kurz bevor das Turnier dann wirklich losgeht. Oder wenn die Spiele laufen. Ja, wenn die Spiele laufen, wenn man dann vor dem Fernseher sitzt. Letztendlich haben wir es schon noch in der eigenen Hand gehabt, aber haben in den 2 Spielen einfach nicht gut gespielt und sind dann verdient raus. Lange Zeit zu trauern hast du allerdings nicht. Es geht morgen direkt weiter in der Bundesliga gegen Leipzig und sicherlich eine ganz, ganz schwere Prüfung für die Mannschaft gegen einen der ersten 4. Was sagst du? Was glaubst du? Ja, es wird auf jeden Fall ein sehr schwieriges Spiel, weil die Leipziger, die sind einfach gut, die pressen gut. Ich meine, letztes Jahr haben sie auch 2. Platz belegt. Ich glaube einfach, dass es wirklich sehr, sehr schwieriges Spiel wird, dass es ein spannendes Spiel wird. Ich hoffe natürlich, wir gehen davon aus, dass wir das Spiel gewinnen. Ja, zu Hause, seit 42 Spielen ungeschlagen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe jetzt 3 Spiele hier zu Hause gemacht das ist einfach Wahnsinn. Das macht wirklich extrem viel Spaß. Schön. Ist was anderes. Ne? Ich meine, davor habe ich es nur als Auswärtsmannschaft mitbekommen, aber als Heimmannschaft ist das schon Wahnsinn. Jetzt bist du halt ein Schwarz-Gelber. Wir sind ja froh, dass du hier bist, Ömer. Ich bin auch sehr froh. Ich wollte dich normal noch mit Günaydin Efendim begrüßen. Der ist sogar richtig, ne? Ja, Günaydin wäre guten Morgen. Also jetzt, zu der Uhrzeit gut, passt aber jetzt bist du pingelig, oder? Und dann ist schon gut. Und dann kann ich noch Iki Bira Lütfen. Ist das auch wichtig im Leben? Ja, im Urlaub, ja. Das sind 2 Bier, ne? Ja. 2 Bier. Also. 2 Bier, bitte. Ja. Also, guten Tag und 2 Bier. Ich komme klar. Das passt. Jetzt kommen wir zum Fragenkonter. Ich stelle dir kurz 5 Fragen und du antwortest kurz. Freiburg, Leverkusen, Dortmund. Ja, das sind meine Stationen im Profifußball. Ich meine, in Freiburg bin ich groß geworden, habe die ersten Schritte dann in der Liga gemacht. Leverkusen 6 Jahre lang. Glaube ich, das was auch eine erfolgreiche Zeit war für den Verein und für mich persönlich. Und jetzt bin ich glücklich, hier zu sein. Deutscher A-Jugendmeister 2008, deutscher Meister in der Bundesliga. Hoffentlich. In der Jugend hat es schon geklappt. Und ich meine, der Verein hat es die letzten Jahre gezeigt, dass er es kann. Und ich habe einen 4-Jahres-Vertrag und ich hoffe, dass ich das auch miterleben kann. Dein schönster Moment als Profi bisher? Mein schönster Moment definitiv mein Comeback nach meinem Kartunfall. Okay, ja, das war bitter, ne? Das stimmt. Dein stärkster Gegenspieler bisher?
Drogba war natürlich ein sehr, sehr schwieriger Gegner. Das war wirklich sehr schwer, den wegzudrücken. Das war fast schon unmöglich. Klar, jetzt ist es, brauchen wir nicht drüber reden, ist es Lewandowski und Oba gewesen, definitiv in der Liga. Hier ist jetzt schon gut, ne? Ja. Letzte Frage, das Wichtigste für einen Innenverteidiger? Das Wichtigste, ich meine, zweikampfstark, dass man eine gewisse Ruhe ausstrahlt, denke ich, und dass man 90 Minuten konzentriert ist. Ja. Ömer hat es schon gesagt, zweikampfstark muss man sein, um vielleicht auch mal seinen Gegner ein wenig wegdrücken zu können, dass er das perfekt beherrscht. Das sehen wir jetzt. Breite Schultern, mächtige Oberarme. Ömer Toprak ist eine richtige Kante. Seine körperliche Präsenz bekommt hin und wieder auch der Gegner zu spüren. Vollkontakt, bei ihm aber eher die Ausnahme. Der 28-Jährige löst Situationen lieber mit Übersicht. Ein Innenverteidiger moderner Prägung, der gut mit der Kugel umgehen kann. 182 Ballkontakte gegen Gladbach. Bis jetzt Saisonbestwert in der Liga. Dazu mit Akzenten in der Offensive. Aber das Wichtigste, der Neuzugang hat mitgeholfen, die Defensive der Borussia zu stabilisieren. Eben eine echte Verstärkung für Schwarz-Gelb. Nicht nur in Sachen Muskelkraft. Jo, da hat man ja gesehen, das sind ja doch schon schöne Oberarme. Das hätte auch mal ein Oberschenkel werden können, ne? Tust du viel dafür? Ehrlich gesagt, ja. Also, mal früher, in der Anfangszeit habe ich 70 Kilo gewogen. Und ich habe, als Innenverteidiger brauchst du eben, wie ich schon gesagt habe, eine gewisse Masse auch. Die musste ich mir dann halt antrainieren. Jetzt wiegst du 72. Ja, fast. Ein bisschen mehr, ist ja auch egal. Ja. Der Beitrag hat aber auch gezeigt, dass du intensiv in das Pass- und Aufbauspiel eingebunden bist hier bei uns beim BVB. War das in Leverkusen auch so oder hat das hier zugenommen? Es hat definitiv zugenommen. Ich meine, in Leverkusen haben wir die letzten 3 Jahre einen ganz anderen Fußball gespielt, wo es jetzt nicht so immens wichtig war, den Ballbesitz zu haben, sondern mehr Balleroberung zu haben. Aber ich habe es so in Freiburg gelernt, dass man wirklich auch fußballerisch als Verteidiger mitwirkt. Und das Spiel jetzt, das gefällt mir natürlich auch sehr gut. Man hat oft den Ball, man ist einfach immer im Spiel. Wo musstest du dich noch umstellen? Gab es noch andere Umstellungen? Ja, natürlich. Ich meine, in Leverkusen war ich 3 Jahre lang Vizekapitän. Dann ist das halt, man kennt die Kabine, man kennt alle Mitarbeiter. Ist halt natürlich eine Umstellung, wenn man dann hier hinkommt. Erstmal niemanden kennt, klar, ein paar Spieler kennt man. Das ist natürlich eine Umstellung von der Stadt selber. Der Umzug ist natürlich eine Umstellung. Und ganz einfach, der Verein ist riesengroß, das Stadion ist riesengroß. Überall, wo wir bis jetzt waren, beim Aufwärmen schon, sieht man einfach schwarz-gelb. Schwarz-gelb, das war bei meinem Ex-Verein einfach nicht so. Es ist einfach ein großer Unterschied, muss man schon so sagen. So, jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die heißt Sag doch mal. Und da stellt dir ein Freund eine Frage und mal sehen, was du darauf antwortest. Hallo Ömer, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, stimmt es, dass du in Dubai besonders auffallen wolltest und dir deshalb einen Linienbus gemietet hast? Jetzt als erstes immer, wer war das? Das ist mein Cousin, mit dem habe ich in Freiburg zusammengespielt. Also wir kennen uns seit Raman Soyudoko. Genau, wir sind in Freiburg im Internat zusammen gewesen. Wir hatten dasselbe Zimmer.
Ja, wir kennen uns seit wir 3 sind, 4 sind. Wir sind eigentlich immer zusammen gewesen. Klar, dadurch, das Fußball hat uns halt getrennt. Ja, in Dubai waren wir zusammen im Urlaub. Wir hatten eigentlich einen Shuttle organisiert gehabt. Das hat leider nicht funktioniert. Dann kam halt einer auf uns zu und meinte, ob wir ein Taxi brauchen. Ja, haben wir dann eins gebraucht. Und dann stand auf einmal ein Linienbus vor uns. Ehrlich? Wirklich. Und der war komplett leer. Der war nur für 4 Personen für uns. Der hat uns dann wirklich ins Hotel gefahren. Nein. Ja. Also ich war dann auch selber, die sind dann alle vors Hotel gefahren mit Taxi. Und in Dubai ist das ja so, alle dicke Karre. Ja, und wir 4 sind dann mit dem Linienbus gekommen. Nicht schlecht. Rahman, ihr habt zusammen gespielt in Freiburg und ihr wart auch richtig erfolgreich. Genau, wir sind gemeinsam Deutscher Meister geworden, wir sind auch gemeinsam Europameister geworden. Leider hat ihn dann Verletzungen so ein bisschen zurückgeworfen. Er ist jetzt wieder beim FV Ravensburg. Genau. Das ist dein ehemaliger Verein. Wie oft siehst du die Jungs noch? Ja, die Jungs sehe ich schon oft. Also entweder sie kommen oder klar, bei mir ist es dann ein bisschen schwieriger runterzukommen. Aber klar, wenn ich dann unten bin, sehen wir uns eigentlich jeden Tag, mehrmals sogar. Ja, es ist schon also das braucht eine enge man auch Verbindung. so ein bisschen. Definitiv. Ich bin auch wirklich sehr, sehr gerne zu Hause, dann auch im Bodensee, weil ich eben die Jungs da habe. Dann ist das halt wieder wie früher. Da hat man einfach Spaß, macht Sachen, die man vielleicht in Dortmund nicht macht. Genau. Sehr schön. Jetzt gibt es noch unser Abschlussspielchen immer. Früher war das Tor kein Tor oder Tor. Heute heißt das aber ein bisschen anders, schwarz oder gelb. Wir kriegen gleich Szenen gezeigt und wir müssen dann, ich sage dann 3, 2, 1 und dann heben wir 1 hoch. Okay. Was du glaubst, was als nächstes passiert. Und schwarz ist? Das wissen wir noch nicht. Okay. Das wird gleich werden. Ich drücke mir auf jeden Fall die Daumen. Und ich mir. Auf geht's! Drei, 2, 1. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber da hinten, da das da hinten nass aussieht, ist er sicher ausgerutscht. Wie sah das schön bescheuert aus? Emre Can, er hat einmal Linksverteidiger gespielt, der hat den Ball einfach nach oben geworfen. Also eine Kerze geworfen. Da haben wir wirklich tagelang drüber gelacht, wie der Einwurf gemacht hat. Also weiterhin 0-0. Ja, ich habe jetzt überhaupt nichts mit. Können wir das bitte noch mal von vorne sehen? Ich habe überhaupt nichts gesehen. Drei, 2, 1. Ja, 1-0 für dich. Drei, 2, 1. Ich weiß nicht, wer ist mit? Der hat eine gewisse Grundaggressivität. Ja, Ne? definitiv. Ja, jetzt schauen wir mal mit Genuss auf den Zwischenstand. Immer. Wir sehen es, 14 Punkte für Nobby, 11 für meine Gäste. Du hast auch dazu beigetragen, dass ich meinen Vorsprung ausbauen konnte. Vielen Dank. Du hast das hier alles im Griff. Jetzt machen wir noch, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt. Wir machen jetzt ein schönes Foto. Mal guck nicht so freundlich da. Kann man doch hier. Sieht man, ich sehe mich gar nicht. Ich sehe dich aber, ja. Und jetzt?
Ja, gleich werden wir es ja sehen. Mal gucken, ob das was So, geworden ist. das wird jetzt natürlich entwickelt. Gibt mir die Möglichkeit, über eine besondere Veranstaltung in dieser Woche hinzuweisen. Die steht seit gestern im Netz. Könnt ihr euch angucken. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall euch diese Sendung anzuschauen. Gefeiert wurde nämlich das Jubiläum im Strobels von Brinkhoffs Ballgeflüster. Die 25. Sendung haben wir aufgezeichnet. 400 begeisterte Zuschauer waren dort in einer wirklich launigen Talkrunde. Neben Josef Schneck, unserem früheren Pressesprecher, war auch unser Cheftrainer da, Peter Bosch, unseren Assistent Hendrik Grüssen. Zu sehen gibt es das, wie ich eben schon gesagt habe, seit gestern. Also das dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Ich nehme jetzt einfach an, dass das Bild fertig ist. Wir schauen noch mal drauf. Ja, ich finde es sehr gelungen. Siehst du, würdest du noch unterschreiben? Am Ende des Jahres werden wir diese gesamten Bilder von dem Feiertagsmagazin in eine Collage verwandeln und dann zugunsten unserer Stiftung versteigern. Schreib bitte nicht wie der eine oder andere über die Gesichter. Über die Gesichter. Das heißt, ich schreibe am besten hier. Ja, genau, das geht. Ja, liebe Borussen, liebe Borussen-Familie, das war unsere Sendung mit Ömer Toprak. Und wir können auch einmal das Bild schön in die Kamera halten. Original und Fälschung. Wir freuen uns alle auf die Partie. Tut mir nur alle einen Gefallen, morgen Ruhe hier im Stadion. Wir wollen nicht wieder Ärger haben. Von daher, alle BVB-Fans, kommt ins Stadion, unterstützt die Mannschaft. Ich glaube, das braucht sie morgen und nicht noch irgendwelche Ausschreitungen. Ömer, vielen, vielen Dank. Ja, danke. Bleib bitte gesund. Schön, dass du beim BVB bist. Und Dankeschön. ihr zu Hause, ihr drückt die Daumen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, macht's gut. Euer Nobby und Ömer. Ciao, ciao.